Grüße euch, grüße euch, grüße euch, liebe Zuseher. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich sage Ihnen was. Ich habe gestern alleine knapp 30 E-Mails von Ihnen bekommen. Ich freue mich jedes Mal drüber und ich versuche natürlich auch immer mein Bestes zu geben, um die so schnell wie möglich und so gut es mir möglich ist zu beantworten. Ist zeitlich manchmal nicht ganz einfach und auch thementechnisch nicht. Und ob Sie es mir glauben oder nicht, in 50% dieser E-Mails von Ihnen geht es um Folgendes. Hallo Ronny, mein Hund ist der und ich hoffe, er begleitet mich noch viele Jahre lang, doch ich habe auch in Zukunft vor, mir wieder einen Hund zu nehmen. Ich weiß aber noch nicht, welche Hunderasse das sein wird. Ja. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für Sie und ich konnte bei diesem Projekt 3 meiner Dog Special Freunde dazu überreden, mitzuwirken. Die taten das auch mit Bravour und Freude. Der Werner, der Franz und der Christian, grüß euch. Es geht um Folgendes. Ich habe hier 10 Hundekategorien zusammengestellt und wir 4 wollen Ihnen unsere Top-Favoriten pro Kategorie vorstellen. Diese etwas umschreiben, kurz begründen, weshalb sie das sind und ich bin mir sicher, für viele von Ihnen da draußen, zumindest für einige, könnte das recht richtungsweisend, recht interessant werden, wenn man in Zukunft mal wieder einen Hund haben möchte, nach seinem aktuellen Liebling, aber noch nicht genau weiß, was für ein Hund das sein wird. Ja. Wir gehen da mal meine 3 Freunde von Dog Special durch, sehen uns die Videos von ihnen an. Ich möchte aber kurz zuvor betonen, dass ich gleich beim ersten Video, Sie werden gleich den Werner sehen aus Deutschland, sehr geschätzter Freund von mir und toller Hundemensch, Zeit seines Lebens mit Hunden zu tun, war im Hundesport involviert, hatte immer schon Hunde und weiß, wovon er spricht. Ein qualitativ sehr informatives Video von Werner, das allerdings mit Audioproblemen ausgestattet ist. Ich versuchte das mit meiner Software zu handeln, drehte am Equalizer da und dort, ist mir nicht zu 100% gelungen. Doch, liebe Zuseher, aufgepasst! Alle Videos auf meinem Kanal werden in 5 verschiedenen Sprachen per Untertitel angeboten. In Deutsch, in Englisch, Französisch, Italienisch und in Spanisch. Ist ja alles schön und gut. Die Sache ist nur, ich muss die deutschen Untertitel immer händisch, also manuell eintippen, nachbearbeiten. Denn ich habe mich schon öfter auf das YouTube-Tool der automatischen Übersetzung verlassen, doch da kann ich mich dann zumeist wegschmeißen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe da mal einen Satz von mir gelassen. Dieser Hund ist bei jedem Marsch dabei und die YouTube-Übersetzung schrieb mir dann da unter dem Video hin, der Typ ist voll im Arsch daheim. Ich kann das natürlich nicht stehen lassen, so, ne? Das ist klar, also Katastrophe, denn viele Zuseher von Dog Special sind der deutschen Sprache nicht mächtig, kommen aus Spanien, aus der USA, aus Italien und wenn die das dann lesen in ihrer Sprache, denken sie sich, was will uns der Mann damit sagen, ja, und klicken mich nie wieder an. Ja, also, außerdem werden in solchen Videos wie heute zum Beispiel, wo Sie auch Franz und Christian hören, und Franz ist aus Niederbayern, spricht da in dem Video in bayerischen Dialekt, auch Christian brettert in niederösterreichischen Dialekt los, ist normalerweise für Menschen aus dem hochdeutsch sprechenden Raum nicht wirklich ein Problem, aber für die automatische Übersetzung ist es das. Ja, und ich möchte die nicht stehen lassen, denn kann es leicht sein, dass ich dann vielleicht den Verfassungsschutz auf der Türmatte stehen habe, weil mir die automatische Übersetzung da etwas anderes hinbrettert, als hier tatsächlich gesagt wird. Ja? Und so weit wollen wir es ja nicht kommen lassen. Also, sollte es irgendwie Probleme mit dem Verstehen von dem geben, was hier gesagt wird, Sie können selbstverständlich auch die Untertitelfunktion nutzen. Das ist dieses kleine Rädchen unterhalb des Videos, wenn Sie das aktivieren, da haben Sie dann die Auswahl der verschiedenen Untertitel. Ja, so, nun zurück zum Video und wir geben gleich Gas mit dem Werner und sehen uns mal an, was der für Top-Favoriten pro Kategorie zu bieten hat. Film ab. Liebe
Zuseher von Dog Special. Ich freue mich, dass ich zum zweiten Mal mitwirken darf mit meinem Freund Ronny auf seinem tollen Kanal und wollte kurz mein Statement abgeben zu den Hundekategorien, die heute anstehen, was meine Favoriten werden. Und dann komme ich direkt zum Punkt, zur ersten Kategorie, der Gebrauchshund. Das liegt mir sehr. Habe ich 30 Jahre, also die Hälfte meines Lebens aktiv selber gemacht. Und da ist für mich immer noch die erste Wahl der deutsche Schäferhund, aber da ausschließlich die Leistungslinien, westdeutsche Leistungslinien, tschechische und auch DDR-Linien, wobei ich, wenn ich gewinnen möchte, die westdeutschen Leistungslinien oder tschechischen Leistungslinien bevorzugen würde. Wenn ich aber auf meiner Sympathie entscheiden würde, würde ich die DDR-Linien nehmen, die auch klasse Gebrauchshunde sind. Die zweite Kategorie sind dann Schäferhunde im Allgemeinen. Und da ist mein Favorit der Hollandse Herder. Und zwar aus dem Grund, der hat dieselbe Athletik wie der Mali. Und gerade wenn er jetzt wirklich als Schäferhund arbeiten soll, dann muss er ja extrem viel laufen. Und da hat er einfach das beste Gebäude, das absolut beste Temperament dafür. Und für mich ist er noch schöner wie der Mali und deswegen ist für mich der Hollandse Herder bei den Schäferhunden die Nummer 1. Die dritte Kategorie, das sind die Bullrassen. Und da ist für mich der Amstaff an erster Stelle, weil er fast dieselbe Athletik wie der American Pitbull hat, aber dabei etwas kräftiger ist. Und so gesehen, das gefällt mir einfach besser, so gesehen ist der Amstaff für mich dann an der ersten Stelle. Die dritte Kategorie, das sind die Terrier. Und da ist für mich der Favorit der irische Terrier, von seinem Wesen her, was sehr selbstbewusst ist, die ich schon kennengelernt habe, und auch von der Optik her. Die gefallen mir halt unheimlich gut in der Farbe, im körperlichen Aufbau, und so gesehen ist da für mich der irische Terrier an erster Stelle. Die fünfte Kategorie, die gefragt war, das sind die Molosser, die Kurzhaarigen, und da ist für mich an erster Stelle als Wirbelbesitzer der Wirbel, muss ich ganz klar sagen, weil er ein sehr ausgeglichenes Wesen ist, ein sehr, sehr, sehr kräftiger Hund, der dabei aber noch ziemlich beweglich ist, sodass ich im Winter, im Sommer hat er nicht ganz so viel Lust dazu, aber im Winter durchaus jeden Tag mit ihm 3 bis 4 Stunden wandern kann, ohne dass er da irgendwelche Einschränkungen durch hat. Und wie gesagt, er ist ein unheimlich lieber Hund, der aber auch ein sehr guter Wachhund ist. Das ist auch definitiv dabei. Die 6. Kategorie, das sind die Herdenschutzhunde. Und da ist für mich an erster Stelle der kaukasische Ovtcharka. Und zwar, weil ich das, was ich gesehen habe, in der wirklichen Arbeit, auch in der Schutzarbeit, die abliefern, die einfach da die intensivsten sind, für mich auch das beste Haarkleid haben für Hunde, die 24 Stunden draußen sein müssen bei jeder Witterung, und mir auch von der Optik her am besten gefallen. Die 7. Kategorie Jagdhunde, das ist für mich ganz klar der Jagdterrier an erster Stelle, auch wenn er einer der ganz kleinen Rassen ist, aber was die an Power haben, was die an Energie mit sich bringen, was die an Athletik mit sich bringen, ist er für mich definitiv an erster Stelle. Wobei ich sagen muss, sein Abkömmling, der Heideterrier, steht fast genauso hoch in der Kategorie dabei. Die 8. Kategorie, das waren die mittelgroßen Hunde, die gefragt waren, und da ist für mich der Australian Cattle Dog ganz oben mit dabei, weil er wirklich ein fantastisches Arbeitsgebäude hat, ausgeglichen von Athletik und von Kraft, sehr kompakt, ein tolles Haarkleid hat und ein echtes Energiebündel ist. Also für mich ist der Australian Cattle Dog bei den mittelgroßen Hunden mein erster Favorit. Bei den kleinen Hunden ist es der Miniaturhund Terrier, weil er einfach ein super Wesen hat und die lustige Hunde sind, und mir gefallen sie einfach. Also richtige lustige Clowns, und ja, bei den kleinen Hunden das ist der Miniaturhund Terrier. Die 10. Kategorie war der Allrounder, und da ist für mich wieder mal ganz klar der Schäferhund an erster Stelle, aber da ausschließlich die Leistungslinien, von der Showlinie rede ich da nicht, weil er einfach das beste Gesamtpaket mit sich bringt. Noch ein bisschen besser als der Mali, weil er einfach für mich noch klarer im Kopf ist, und wenn er denn gesund ist, wirklich dann absolut an erster Stelle als Allrounder steht. Ja, und das war es dann schon. Ne? Ich wünsche dann allen noch einen schönen Tag, schönen Samstag, und bis bald. Tschüss. Bravo, Werner. Ganz tolle Liste, ganz tolle Hunde. Was soll ich Ihnen sagen? Ja, die sind hier gespickt mit funktionellen, leistungsfähigen, schönen und kräftigen Hunden. Und ich kann seine Liste sehr gut nachvollziehen. Hast du top gemacht, Werner. Gefällt mir sehr gut. Vielen herzlichen Dank nochmal, und Knuddel Enjo, deinen schönen Burbul von mir. Ja, als nächster kommt der Franz aus Niederbayern. Aus Zug. Franzi, gib Gas. Film ab. Hallo liebe Zuseher von Dog Spezial.
Ich stelle euch hier meine Top-Favoriten der einzelnen Kategorien vor. Ist auf dem Platz Nummer 1 der Gebrauchshund, ist für mich der Dobermann. Absoluter Traumhund. Ich habe selber einen zu Hause auf dem Hundeplatz, absolute Lernbereitschaft. Zu Hause, im Haus, Garten, drin, egal wo der ist, überall wachsam. Der, wenn was hört, schlagt er sofort an, er meldet sofort, trotz des jungen Alters schon. Und ich hoffe wirklich, der entwickelt sich weiterhin so gut. Und da werde ich noch viel Freude haben. Nummer 2, Schäferhunde. Hat der Hundetrainer einen von mir, einen belgischen Schäferhund, der Malinois. Absoluter Tophund. Egal was der Hund macht auf dem Hundeplatz, egal was, macht er das mit einer Hingabe, mit einer Liebe, mit einer Geschwindigkeit, da wo ich sage, gute Nacht. Für mich, der Schäferhunde, absolute Top-Favorit, ist der Malinois. Nummer 3, Bullrassen, ist für mich persönlich Miniatur-Bull-Terrier. Man sieht sofort, wenn der Hund vor einem steht, was das für ein Hund ist. Und man sieht das sofort. Man sieht die Kraft, man sieht die Ausstrahlung. Mehr kann ich zu dem Thema nicht sagen. Nummer 3, Bullrassen, ist für mich der Miniatur-Bull-Terrier. Nummer 4, Pitbull-Terrier, steht für mich an erster Stelle, weil erstens, was man den Hund angetan hat, vom Menschen her, hätte der sowieso schon das Bundesverdienstkreuz verdient. Das ist einmal das Erste. Zweitens, was die Hunde an Leistung bringen, ist der absolute Hammer. Also, was die Leistung abrufen können, Kraft, Ausdauer und so weiter, ist das in dieser Rasse absoluter Top-Hund für mich. Und wie gesagt, was man den Hund angetan hat, das gehört verboten. Nicht die Hunde gehören verboten, sondern die Menschen gehören verboten, die wo das dem Hund angetan haben. Nummer 5, der Molosser. Wir haben hier einen im Ort, mausgraue Cane Corso Hündin. Ich habe die schon ein paar Mal getroffen beim Spazierengehen. Ich habe mich mit dem Besitzer unterhalten. Also absolute Traumhündin, wunderschön. Die hört, die ist brav, aber man sieht, wenn die Gas gibt, dann ist der Teufel los. Also für mich auf der Nummer 5 der Molosser Cane Corso. Nummer 6, Herdenschutzhunde, ist für mich Kindheitserinnerungen. Der Kuwasch, der Onkel von mir, hat einen gehabt. Absoluter Top-Hund. Also in der Familie top. Ich war damals noch ein kleiner Junge mit 6, 7 Jahren. Der Hund war immer brav. Der war immer top, der war immer brav, der war in der Familie brav, absolut wachsam, wie es auf einen Herdenschutzhund so gehört. Aber so großen und ganzen Top-Hund und für mich der Kuwasch, der Herdenschutzhund par excellence. Nummer 7, Jagdhunde, der Gordon Setter. Gefällt mir persönlich vom Ausschauen her. Ich habe mit den Jagdhunden nicht wirklich viel zu tun. Gefällt mir, allein vom Ausschauen her, gefällt mir der Hund. Und für mich der Gordon Setter auf der Kategorie der Jagdhunde. Nummer 8, mittelgroße Hunde. Der Golden Retriever, mein Favorit. Meine Frau und ich haben einen gehabt, 11 Jahre lang. Die ist dann krankheitsbedingt, ist die gestorben. Sind über absoluter Traumhund in der Familie. Da hat es nie was gegeben. Und man sagt immer, ja, einen Golden Retriever kauft man sich, stellt man in den Garten und der ist fertig. Ja, das war bei der Cindy so. Wir haben mit der nie Probleme gehabt. Absolut schöner Hund, absolut brav. Und ja, für mich Golden Retriever Top-Favorit. Nummer 9, den hat meine Tochter. Kleine Hunde, das ist der Zwergdackel. Also, was der Hund vorher hat, das ist unnormal. Wenn da mein Dobermann mit dem Zwergdackel da spielt, also da weiß ich oft, dass man nicht, wer von beiden der Dobermann ist. Also das ist der Wahnsinn, was die Hunde Power haben. Und das ist eine Hündin. Und die hat maximal 3 Kilo. Aber da geht der Dobermann oft mal schon zurück. So wirkt die denn her und das ist brutal. Nummer 10,
Top-Allrounder ist für mich, ist und bleibt der Rottweiler. Der Schäferhund, der ist der deutsche Schäferhund, wo der Ronny immer sagt, das ist für ihn der Top-Favorit. Meiner leider nicht, weil er eben ausschaut, wie er ausschaut. Er ist krank gezüchtet. Und ich bin der Meinung, alles was der Schäferhund kann ein Rottweiler auch. Also ich habe eine Rottweiler Hündin mit Alter von 8 Jahren. Und wie die noch jung und fit war, auf dem Hundeplatz, da hat sich so mancher Schäferhund angeschaut und hintergestellt. Da wo manche Leute gesagt haben, gute Nacht, Deutschland, aber das ist ein Rottweiler par excellence. Mein Schiller, ja, die ist 8 Jahre, absoluter Tophund. Das war's, das ist und das wird es immer bleiben und darum für mich Top-Allrounder ist für mich der Rottweiler. Das war's. Ich wünsche euch alle noch einen schönen Tag und hoffentlich bis bald. Ebenfalls Bravo Franz, eine ganz, ganz tolle Liste. Wir sehen, er holt hier etwas mehr aus. Auch hier haben wir kräftige, leistungsfähige, starke Hunde dabei. Doch man merkt auch gleich, dass hier viel auch das Herz mitspielt, speziell beim Goldie, beim Golden Retriever oder beim Zwergdackel, den ja seine Tochter besitzt. Ja, kleine Teufel, tolle Hunde, ja, aber eine tolle Liste. Auch mir gefällt hier jeder Hund gut. Das war übrigens auch beim Werner so. Jetzt haben wir den Franz gesehen und als dritten sehen wir uns mal den Christian aus dem Waldviertel an. Gib Gas, Christian, film ab. Grüß euch, liebe Zuseher von Dog Special. Ich bin der Christian, komme aus dem Waldviertel und bin ein Hundefan, ein Hundenah mehr oder weniger und schaue mir immer Dog Special an, weil der Ronny das super macht. Dann fangen wir mal an, ich mache das alles ein bisschen kurz und bündig. Kategorie 1 einmal bei den Gebrauchshunden. Ich habe da eigentlich 3 Top-Favoriten. Das wäre der Mali, der ostdeutsche Schäfer, DDR-Linie und der Riesenschnauzer. Ich entscheide mich da aber für den Mali, weil der Mali weltweit gesehen einfach die Nummer 1 ist. Da kann man sagen, was man will, es ist einfach so. Der Mali ist gesund, er ist leistungsfähig, er ist schnell, er ist ausdauernd, er ist triebig. Er ist, wenn er aus guten Linien kommt, nervenstark. Ja, er ist wetterfest absolut und du kannst den Hund für alles, was man mit einem Hund machen kann, verwenden. Wichtig ist nur aus einer nervenstarken Linie, dass man sich einen Hund sucht. Mali hat also das Problem mit den Nerven ein bisschen, aber wenn man einen nervenstarken findet, ist es der Top-Gebrauchshund, würde ich einmal sagen. Die da eher suchen bei so KNPV-Linien oder bei belgischen Ringlinien, französischen Ringlinien oder ein bisschen gemischte Linien. Dann findet man da sicher was Gutes. Kategorie 2 sind die Schäferhunde. Da darf ich für den DDR-Schäfer entscheiden. Es sind einfach wunderschöne Hunde, obwohl das nicht so ganz so wichtig ist. Aber es sind auch gesund, sie haben einen geraden Rücken, es ist ein Top-Gebrauchshund. Sie sind vom Trieb gut, aber nicht überdraht. Sie sind schön knochenstark, sie sind mutig, sie sind hart, sie sind absolut wetterfest. Auch mit dem Hund kann man im Grunde genommen alles machen. Das sind super Spitzenhunde. Dann Kategorie 3, die Bullrassen. Da darf ich mich entscheiden für den American Bulldog, aber für den schlanken Typ, für den schnellen, ausdauernden, triebigen Arbeitstyp, den was auch zum Backen nehmen. Eine super Backerrasse, sehr stark, absolut gutartig, sie sind auch schnell, sie sind triebig, sie sind ausdauernd, sind hervorragende Hofwächter. Im Grunde genommen auch einer von den Bulldog-Rassen, mit denen was du im Grunde genommen alles machen kannst. Und ganz wichtig, sie sind auch im Verhältnis relativ gesund. Also wenn man da ein bisschen ein Glück hat, kriegst du einen Hund, der was 12, 13 Jahre alt wird. Ne? Was auch nicht so selbstverständlich ist. Kategorie 4 sind die Terrier. Ja, da darf ich mich für den deutschen Jagdterrier entscheiden. Es ist einfach, meiner Meinung nach, also ist das ein Teufel, ein kleiner Teufel. Triebig, schnell, ausdauernd, absolut hart, wirklich hart. Langlebig, leistungsfähig, wetterfest. Ja, was soll man da noch sagen? Das ist eine kleine Arbeitsmaschine.
das mich dafür entscheiden. Dann bei den Molosser, bei den kurzhaarigen Molosser, die mich für einen Cane Corso aus einer reinen Arbeitslinie entscheiden. Die haben ein Gewicht dann zwischen 35 und maximal 50 Kilo. Also nicht irgendwelche 60, 70, 80 Kilo Linien, die was nicht einmal mehr einen Kilometer rennen können, sondern die richtigen Arbeitslinien, die was über dementsprechend Trieb, Ausdauer, Schnelligkeit und so weiter verfügen, die was auch langlebig sind. Ich habe da schon Videos gesehen auf YouTube, Hunde 12, 13 Jahre alt, die was nur problemlos rennen haben können. Ja, ist klar, ein 45 Kilo Hund, der kann das. Ein 60 Kilo Hund, 70 Kilo Hund, die sind fertig mit einem gewissen Alter. Und wenn den einen gesunden Cane Corso aus einer dementsprechenden Linie, ein Spitzenhund, den kannst du ausbilden auf Gebrauchshundeniveau. Von allen Molosser sicher der führigste. Jederzeit, also bei den Molossoiden, Cane Corso, Arbeitslinie. Dann Nummer 6, Herdenschutzhunde. Da würde ich mich entscheiden für einen Kangal, aber die Original Sivas Kangal aus der Türkei, die was auch heute noch an der Herde arbeiten, mit maximalst 60 Kilo. Eher so zwischen 40 und 60 Kilo Hunde in der Rüde, je nachdem. Und die was Nacht für Nacht aufpassen auf die Herden und gegen Wolf, Bär und menschliche Angreifer verteidigen und schützen. Sehr soziale, hochintelligente, eigenständig handelnde Hunde. In der Familie sehr sozial und auch zu Fremde, ich meine, natürlich wachsam und Beschützer und alles, aber keine Killer. Und ich halte von den Herdenschutzhunde, die was da rein für den Kampf gezüchtet werden, halte ich da weniger. Das sind teilweise zu schwer, zu massig und sind vom Sozialen auch nicht so gut. Also ich würde mich da entscheiden für so einen richtigen Kangal aus einer Arbeitslinie. Die haben eine super Sprungkraft, die sind ausdauernd, die sind schnell. Spitzenhunde, obwohl für mich persönlich die Herdenschutzhunde eher nix sind, auch wenn es tolle Hunde sind, man kann sie nicht ausbilden. Und ich für mich brauche einen Hund, den was ich ausbilden kann, sonst bringt mir das nichts. Aber toller Hund, der Kangal. Dann Kategorie 7, Jagdhunde. Da würde ich mich für einen Weimaraner entscheiden, aus einer reinen jagdlichen Leistungszucht. Sind Top-Hunde. Einige Bekannte und Freunde haben Weimaraner, kurz oder lang, wurscht, aus jagdliche Leistungszuchten. Gesunde, robuste, ausdauernde, schnelle, triebige Hunde, absolut raubzeugscharf, wildscharf. Kannst du auch wenn du jetzt kein Jäger bist, am Abrichteplatz zum Beispiel, auf hohem Niveau ausbilden, hochintelligent, denken auch mitdenkende Hunde, Mantrailing-Spitze, Rettungshundspitze, können auch im Schutzdienst hervorragende Leistungen bringen, haben viele von den Weimaraner haben ein natürliches Schutzverhalten, Top-Hunde, wie ich finde, und auch relativ gesund. Dann kommen die mittelgroßen Hunde, da würde ich mich entscheiden für einen Appenzeller Sennenhund aus einer arbeitslustigen Linie, die was eventuell nur auf die Almen die Rindviecher zusammentreiben und so weiter und so fort. Ein wetterfester, robuster, gesunder, leistungsfähiger, langlebiger Hund, mit dem was man im Grunde genommen auch alles machen kann. Ja. Dann die kleinen Hunde. Ja, da würde ich bei den kleinen Hunden für einen Zwergschnauzer. Zwergschnauzer sind cool, sind lustig, sind relativ gesund, man kann relativ viel machen mit ihnen. Sind sehr wachsam, kleine wachsame Käfer, das mag ich, das gefällt mir. Kleine Draufgänger, aber nicht ganz so extrem vielleicht wie die Terrier. Ja, Zwergschnauzer, liebs Hundel. Dann bei den Top Allrounder. Ja, da habe ich auch wieder ein paar Favoriten. Den, was man aber ich nehmen tät, war ein Riesenschnauzer aus reiner Leistungszucht. Ideal irgendwo Schulterhegen 65 bis 68 und 35 bis 40 Kilo. Triebig, schnell, ausdauernd, wetterfest, ein bisschen härter im Wesen eventuell, eine gute Führigkeit dennoch. Ja, ein Hund, mit dem was du alles machen kannst, ganz einfach. Wenn ich sage, heute gehe ich einen Halbmarathon-Renner im Gelände, Hundi, geh mit, gut, der rennt mit, passt. Dann kommen wir heim, dann schaut er mir an, hey Alter, was machen wir jetzt? Ja, jetzt machen wir ein bisschen einen Schutzdienst oder was. Dann machen wir ein bisschen Ärmel beißen. Gut, nächsten Tag gehen wir ein bisschen apportieren, übernächsten Tag gehen wir ein bisschen Radl fahren. Macht einfach alles mit, wurscht, was du magst, der Hund macht das mit. Und
Für mich der Top-Allrounder, der Riesenschnauzer. Mali natürlich ebenfalls Top-Allrounder und auch der ostdeutsche Schäferhund steht da nichts nach. Gut, ich wünsche euch nur einen schönen Tag. Ja, Christian ist ein Hundesportler durch und durch. Auch der weiß, wie Franz und Werner, wovon er spricht. Der zischt mit seiner Riesenschnauzerhündin Endra durch die Wälder, geht mit ihr laufen, Radfahren, schwimmen, quer durch die Bank. Was soll ich Ihnen sagen? Christian ist selbst auch ein Hochleistungssportler und ich weiß, dass er eher auf dieses Kernigere steht. Diese Liste allerdings, die überrascht mich überhaupt nicht. Und da steht die funktionellsten Hunde da, möchte ich sagen. Also er legt seinen Fokus hauptsächlich auf funktionelle, auf sehr leistungsfähige, sehr gesunde Hunde. Ebenfalls eine Top-Liste, wie die 2 vorhergegangenen das auch sind. Ja. Bravo Christian, super gemacht. Herzlichen Dank nochmal. Ja, natürlich möchte auch ich, liebe Zuseher, auch ich möchte hier meine Top-Favoriten pro Kategorie präsentieren und gebe gleich mal Gas mit den Gebrauchshunden. Und hier ist mein Top-Favorit unter den FCI-Gebrauchshunden, es gibt ja 9 an der Zahl, der Dobermann. So wie die 3 anderen vor mir habe auch ich mehrere Favoriten pro Kategorie, aber wir können uns hier nur auf einen oder für einen entscheiden und bei mir ist es der Dobermann. Ich möchte Ihnen das so erklären. Zu Zeiten, in welchen ich noch wirklich aktiv im Hundesport involviert war, als Hundetrainer, als Figurant, da kam es oft vor, dass ich mir von Mitgliedern unseres Clubs einen Hund ausgeborgt habe für Demonstrationszwecke. Ich war mit Dobermännern, Rottweilern, Riesenschnauzern, deutschen Schäfern, Malis, deutschen Boxern, mit allen war ich unterwegs an der Leine. Ich durfte sie alle führen und mit allen war es ein Genuss. Doch jeder Mensch da draußen hat seine eigene Energie, seine eigene Geschwindigkeit, sein eigenes Temperament. Und mir ist aufgefallen, dass zum Beispiel der typische Rottweiler, ich spreche jetzt hier nicht von Rottweilern aus Leistungszucht, die ja häufig auffällig triebiger unterwegs sind als der durchschnittliche Rottweiler, sondern dass der Rottweiler, so wie man ihn meistens antrifft, mir für meine Energie, für meine Geschwindigkeit bei der Arbeit manchmal 1 Zentimeter zu langsam war. Der Mali wiederum war mir manchmal etwas zu schnell, ja, etwas zu hurtig unterwegs. Der deutsche Schäferhund, der Riesenschnauzer, die kamen der Sache schon viel näher. Doch perfekt funktionierten mit mir immer die Dobermänner. Scheinbar dürfte es so sein, dass die Dobermänner mit einer Art Trieb, mit einer Art Temperament ausgestattet sind, eine Geschwindigkeit, eine natürliche Geschwindigkeit an den Tag legen, die auf meine feinjustiert ist. Denn jedes Mal, wenn ich einen Dobermann an der Leine führte, dann lief er neben mir wie auf Schienen. Und ich genoss es eigentlich am meisten, obwohl ich alle Arbeiten mit den Hunden genoss. Doch mit dem Dobermann genoss ich das am meisten. Deswegen ist er für mich bei den Gebrauchshunden mein Top-Favorit. Kategorie der Schäferhunde. Hier ist mein Top-Favorit der herrliche osteuropäische Schäferhund. Ja. Ich beobachte diese Hunde schon jahrelang und sah persönlich erst einen. Und das ist etwa 4 Jahre her, traf ich mit Vito auf eine Dame im Besitz eines schwarzen osteuropäischen Schäferhundes und eines Mali-Mädchens. Es gab da kurz Meinungsverschiedenheit zwischen diesen 3 Hunden, aber das legte sich recht schnell. Ich sage Ihnen was, liebe Zuseher, der Hund hatte mich damals derartig beeindruckt, dass ich es fast nicht packte. Vito und der Mali waren etwa gleich groß mit ca. 65 cm Schulterhöhe und der Osteuropäer war etwa 10 cm höher, doch er wirkte einen Meter höher. Der Hund war nicht ganz so substanzvoll wie dieser, den Sie hier am Bild sehen, aber ein herrlicher schwarzer Rüde mit einer wahnsinnig fantastischen Aura. Das sind riesige Schäferhunde mit typischen Schäferhunde-Charakteren, überschaubarer Triebigkeit, höchst leistungsfähig, toll zum Arbeiten, ein toller Allrounder und einfach wunderschön. Für mich mein Top-Favorit, wenn es zur Kategorie Schäferhunde geht. Dritte Kategorie ist die der Bullrassen. Ich bin ein American Bulldog-Fan, entscheide mich hier aber für den Allapaha Blue Blood Bulldog. Der Allapaha Blue Blood Bulldog, ein Zungenbrecher, ist ein American Bulldog in anderer Version.
American Bulldogs gibt es zumeist in weiß. Ich bin ein Fan farbiger Hunde. Dieser Bulldog hier ist ein American Bulldog mit den schönsten Farben, die man sich vorstellen kann. Ein Exote, und ich gehe davon aus, dass ich solch einen Hund niemals persönlich treffen werde, da sie hauptsächlich nur in der USA anzutreffen sind. Ich glaube, mal von einem Alapa Blue Blood Bulldog in Europa gehört zu haben, bin mir aber nicht sicher. Aber wenn ich wählen könnte unter den Bullenrassen, würde ich mich für diesen Bulldog entscheiden, ein Tophund. Kategorie 4, die Terrier. Und hier laufe ich d'accord mit Werner, denn hier würde ich mich für den Irish Terrier entscheiden. Ich kannte einen Irish Terrier sehr gut, den Jack, von dem spreche ich im Video, wo es um den Irish Terrier geht. Ein Teufelskerl, der den Spitznamen dieser Hunde, Red Devils, alle Ehren machte. Ein höchst leistungsfähiger, toller Arbeitshund mit entzückendem Wesen, oft ausgestattet mit ziemlicher Kampfeslust, ja, aber dennoch ein herrliches Wesen, der dennoch ein herrliches Wesen an den Tag legt. Außerdem ist er sehr formschön. Sie gefallen mir sehr gut und ja, auch hier würde ich Trimmen oder Scheren in Kauf nehmen bei dieser Hunderasse, denn das gehören sie mit dieser Fellbeschaffenheit. Irish Terrier stellen meine Top-Favoriten bei der Kategorie der Terrier dar. 5. Kategorie ist die der Molosser und hier laufe ich d'accord mit Franz und Christian, denn auch hier ist mein Top-Favorit der Cane Corso, obwohl auch der Burbul der Favorit von Werner ein fantastischer Hund ist, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich habe ja viele Favoriten bei den Molossern. Doch, mein Top-Favorit ist der Cane Corso, er ist für mich der typischste oder der beste Gebrauchshund der Molosser. Und hier halte ich es ähnlich wie Christian und würde eher Ausschau halten nach den Leistungslinien dieser Hunderasse. Auch ich bin der Meinung, dass der Cane Corso, der nicht schwerer als 55, maximal 60 Kilo wird, der optimale ist. Alles, was schwerer wird und schon zu viel in diese Mastino Napolitano Typen hineinschlägt, das weicht für mich persönlich schon viel zu weit von dem alten römischen Legionärshund ab. Ja, der Cane Corso ist ein Top-Molosser, ein Top-Allrounder, höchst leistungsfähig. Für Molosser recht gesund gebaut, wunderschön, universell einsetzbar, ja, und einfach mein Top-Favorit bei den Molossern. Die 6. Kategorie ist die der Herdenschutzhunderassen. Das ist eine Herzgeschichte für mich, denn hier entscheide ich mich für den portugiesischen Rafeiro do Alentejo. Aus dem Grund, weil mein erster Hund Boris und Rafeiro do Alentejo eine Geschichte ist, die 1 und 1 nebeneinander geht. Etwas eigenartig erklärt, weil es eine komplizierte Geschichte ist. Doch ich verspreche Ihnen, liebe Zuseher, irgendwann mal werde ich Ihnen diese Geschichte erzählen. Also mein Top-Favorit bei den Herdenschutzhunden, der portugiesische und wunderschöne Rafeiro do Alentejo. Kategorie 7, die der Jagdhunde. Und hier stellt den Top-Favoriten für mich der Catahoula Leopard Dog, der Stolz von Louisiana dar. Das ist ein purer Jagdhund, ein purer Arbeitshund, aber ebenfalls ein Top-Gebrauchshund. Ehrlicher Familienhund, zuverlässiger Wach- und Schutzhund, wunderschöner Hund. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal vor einem Leoparden gestanden sind. Ich durfte das schon und ich sage Ihnen was, wenn Sie noch keinen Leoparden gesehen haben, haben Sie nichts gesehen. Um Napoleon zu zitieren, als wir ihn bei Aspern geschlagen haben. Catahoula Leopard Dogs sind keine einfachen Hunde. Extremen Trieb, mit starker Bewegungsfreude ausgestattet. Sehr starke, sehr kräftige, höchst leistungsfähige Hunde. Doch dieses Gesamtpaket finde ich betörend. Jagdhunde, mein Top-Favorit, der Catahoula Leopard Dog aus der USA. Kategorie 8, das ist die der mittelgroßen Hunde. Und hier laufe ich eine Schiene mit Werner, denn auch da ist mein Top-Favorit der Australian Cattle Dog. Das erste Mal, als ich auf diesen Hund aufmerksam wurde, war, als ich mir als Kind Mad Max 2 angesehen habe. Denn dieser Hund, der hier Mad Max begleitet und von ihm kurz und bündig Dog genannt wird, das ist ein Australian Cattle Dog. Das sind fantastische Hunde. Schäferhunde im Kleinformat. Höchst robuste, leistungsfähige, starke Hunde mit tollem Wesen. Und obwohl der Cattle Dog kein großer Hund ist,
eignet er sich fantastisch als Wach- und Schutzhund. Und er ist ein hervorragender Familienhund sowieso. Sie gefallen mir sehr gut. Ich würde hier eher zu den Blue Heelern tendieren, obwohl mir die Red Heeler ebenfalls gut gefallen. Aber das ist eine Geschmackssache. Australian Kettle Dog als mein Top-Favorit in der Kategorie 8. Die vorletzte Kategorie ist die der mittelgroßen Hunde, nein, Blödsinn, die der kleinen Hunde. Und hier macht das Rennen bei mir der Staffordshire Bull Terrier. Denn das ist für mich der größte Hund in kleiner Verpackung, den man finden kann. Der Staffordshire Bull Terrier ist ein großer Hund, der in eine Schuhschachtel passt. Das sind kleine Kraftmonster. Ich hatte schon sehr viel mit Staffordshire Bull Terrier zu tun. Entzückende Hunde. Nein, das sind Hunde, die sich eher weniger für den Gebrauchshundesport eignen. Bull Terrier Rassen und Abrichtesport, das geht sich häufig nicht aus. Und es sind auch eher weniger geeignete Wach- und Schutzhunde. Dazu eignen sich Bull Terrier weniger. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ist so. Dennoch ist das ein entzückender Hund, der häufig sehr stark natürliche Kinderfreundlichkeit an den Tag legt. Der Staffordshire Bull Terrier ist ja schon unzählige Male in Großbritannien als Nanny Dog des Jahres gekürt worden. Wunderschöne kleine Kraftpakete mit entzückenden Wesen. Also mein Top-Favorit in dieser Kategorie, der Staffordshire Bull Terrier. Nun zur letzten und zur Kategorie der Top Allrounder. Und hier ist mein Favorit der Hund, der für mich unmöglich vom Thron zu stoßen ist, der König der Hunde, der deutsche Schäferhund. Ich möchte mich hier auf keine Linie festlegen, möchte aber auf jeden Fall betonen, dass ich mich hier für einen Hund natürlich aus vernünftiger Linie entscheiden würde, also aus einer Linie, wo die Hunde noch vernünftige Anatomie vorweisen und selbstverständlich Abstand halten würde von diesen typischen extrem gezüchteten Showlinien. Sie wissen schon, was ich meine, Rückenpartie, aber generell sehr gesagt, für mich stellt der deutsche Schäferhund den Top-Allrounder aller Hunderassen dar. Es gibt sehr viele tolle Allrounder unter den Hunderassen, da brauchen wir gar nicht darüber reden. Aber er ist für mich die Nummer 1, ein Multifunktionstool, universell einsetzbar wie ein Schweizer Messer in allen Klimazonen der Welt, für alle Vorhaben, sei es auch für die Jagd oder als Schlittenhund im Einsatz. Ja, und was noch alles so folgt. Braucht man eigentlich nicht viel dazu sagen. Mein Top-Favorit, mein Top-Allrounder aller Hunderassen. Seine Majestät, der deutsche Schäferhund. Ja, liebe Zuseher, das waren meine Top-Favoriten dieser 10 Kategorien. Zuvor hörten Sie die Top-Favoriten dreier meiner Dog-Special-Freunde. Ich möchte mich hier nochmal herzlich bei Werner, bei Franz und bei Christian fürs Mitwirken an diesem Video bedanken. Ihr habt das super toll gemacht. Ganz spitze. Werner, vielleicht das nächste Mal etwas näher zu deiner Kamera hin, dann habe ich weniger Probleme mit dem Audio. Aber wir kriegen das beim nächsten Mal auch wieder hin. Ja, liebe Zuseher, ich hoffe, das war halbwegs interessant für Sie. Ich habe mir Mühe gegeben. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war es schon wieder.